Diese typische Zeit am Mittag, wo nichts passiert, kurz vor Mittag, wo nicht so viel passiert. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Jetzt gehen wir mal wieder nach This rechts. was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, ja genau, der Pausenraum, der wunderbare, die Ikone der Architektur. Wow. Yes, this room. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. Life without having experienced this room was now too horrible even to consider. Oh ja, das ist wirklich, der Raum, wow, also hier der Rauchmelder, das ist ja, der blinkt sogar. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Oh ja, danke für den Hinweis. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Wir können ja auch mal weitergehen. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ja, etwas Eigendenken, das ist ja hier anscheinend nicht so besonders gefragt in dieser Firma. Eigenes Denken und Kreativität. Ja, also das, Aha. Und wenn ich dann runtergefallen bin und tot bin, darf ich nochmal... Was heißt Penalty? Weiß ich jetzt nicht. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Sie? Wer ist sie? Die Arbeit oder was? Die Übersetzung ist so komisch. Kommen wir hier? Ich verstehe es nicht. Aha. Ah ja. Gabelstapler-Simulator 2015. Das ist... Es würde sogar passen. Nun, da wir die ganze Zeit voll Arbeit gestrotzt haben und nun ohne Anweisungen dastehen und einfach nicht mehr weiter wissen, wie es in unserem Leben, unserer Arbeit, also unserem Leben, weitergehen soll, da werden wir einfach ins Unbekannte gehen. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Nein, ich will aber nicht. Hm? 427? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Mann.
ich würde ja... Was ist richtig? Den Anweisungen folgen, aber genau das soll man ja nicht tun. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, dann verpasse ich wieder was, dann... This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Oh. Guten Morgen, Angestellter 427. Drücke 9 auf deiner Tastatur. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ach was. Bitte drücke 7, ja natürlich. There, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Drücke But in Q. his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Drücke C, um fern zu sehen. Also nicht fernsehen, sondern fern zu sehen. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Drücke I, um Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Ja, ich drücke jetzt mal D. Ah, nee. As he C. wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Drücke 7, um deinen Kindern eine Geschichte zu erzählen. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Ja. Natürlich, Schatz. 0? But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Oh ja. Oh ja. A 0 und O sehen gleich aus, auch sehr I'm schön. trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ich mach das jetzt nicht. Nein. Aber da passiert ja gar nichts. Na komm, noch. Ja, aber ich will nicht. Aber ich muss. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Bitte drücke H, um nichts in Frage zu stellen. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley.
We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Und da sind wir wieder. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Ja, das kennen wir schon. Meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wir müssen aus diesem Gebäude, wir müssen, Came to a set of two open doors. Ja. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. wir versuchen das jetzt nochmal, wir gehen jetzt The nochmal lounge hier was durch. sublime, a work of art. But eager to get back to business, Stanley took the first open door. Ja, war erhaben, ein Kunstwerk, das ihn persönlich ansprach. Ja, ich habe es gesehen. Es sieht aus wie das Kunstwerk aus der Stanley was so bad Windows-Vorbereitung. at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your Ja, das kennen wir schon, das kennen wir schon. Ich will jetzt aber schauen, was passiert, wenn ich da nicht reingehe. Ja, mach doch mal. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Können wir das auch einfach nur läuten lassen? Komm. Das Spiel ist aufgebaut aus Hunderten von Entscheidungen. Du bist nicht meine Frau. Alright. Okay, there we go. Alright, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit Ja. their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Wir rutschen ganz leicht. Wir gehen jetzt hier lang. Sorry, but you're in my story now. Das hat sich ja gelohnt. Das hat sich... This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Das kennen wir jetzt alle schon. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ja. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now Oh ja. he's Oh ja, going oh ja, home. oh ja. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries. Sorry, da wollte ich gerade mal schauen, ob man das ein bisschen skippen kann. Das hatten wir ja alles gerade schon. Das ist. Reminder that none of it would ever happen to him. Ja, das ist ganz. Nein, es geht ja hier, darum, dass man sein Leben mit
mit komischen Dingen verbringt, anstatt so großartige Dinge wie Entdeckung zu machen. Es geht darum, dass man sein Leben von anderen diktieren lässt. Also das ist das, was man auf den ersten Blick hier aus dem Spiel rausliest. Und ich glaube, ich bin gerade ein bisschen erschlagen, um das jetzt zu interpretieren, tiefgründig zu interpretieren. Und ja, also wenn da noch irgendwie... Ich weiß nicht genau, aber das Spiel ist witzig, auf seine ganz eigene Art und Weise. Es passiert nicht viel, es gibt genau einen Charakter, der sich selbst nicht sehen kann, wie man hier sieht. Und ja, und es erklärt einem, es geht so an die Realität. Es ist so eine überspitzte Darstellung der Realität. Und das ist, glaube ich, das, was... Ja. Es ist diese Art von Gesellschaftskritik. Also, wenn ihr da mal gespannt seid, was man hier noch alles für Kombinationen machen kann, dann kauft euch das Spiel doch einfach. Das war jetzt neulich auch im Angebot, das war auch gar nicht so teuer. Kauft es euch einfach bei Steam und schaut da mal selber, was ihr da machen könnt. Denn die Botschaft, die hier auch vermittelt wird, wahrscheinlich auch noch in verschiedenen anderen Kapiteln, die jetzt hier ich ja auch gar nicht so erfasst habe. Ist wahrscheinlich noch mal hat wahrscheinlich noch wahnsinnig andere Facetten und jetzt nicht nur diese Facette. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gerade aufnehme, aber ich denke, ich mache jetzt dann, wenn ich hier mal fertig bin, Schluss und 5. How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? Es geht hier wirklich an so eine Substanz, der Charakter wird zerstört durch diese Art von, ja. Not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose. Ich muss ihm die ganze Zeit zuhören, aus irgendeinem Grund. Ich muss es auch gut schauen, dass man das gut in der Aufnahme hört. Also Soundabmischung muss da richtig perfekt sein, wie ich das ja immer mache. Maybe this time he'll see. Maybe this time. Maybe this time. I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Und dann würde ich sagen, wir speichern an dieser Stelle. Escape. Spiel speichern. No Save Game. Ich will speichern. No Save Game. Ah, haben wir. Ah, hier geht das. Zurück. Und dann würde ich sagen, zurück zum Menü. Und wir lassen mal die Credits durchlaufen. Ich weiß nicht, ob ich noch was dazu mache. Written and designed by Davey Reedon and William Puff, Kieran Brighting, Colin Addings, Jack Person, Jesus, Hugh Gillis, Andreas Jørgensen, Robin Arnott, Odysseus Arges, Blake Robinson, Leslie Staple, Maxim Shane Sweeney, French, German, Italian, Portuguese, Brazilian Portuguese, Spanish, Polish, Hungarian, Russian, Dutch, Danish. Flickr Photo Credit, Ridley, Peter Wyckoff. Additional art assets, special thanks due to Jeff James Purton, Katie Williams, Kelly Wellick, Kevin Sun, Kitty, Marcus, Michael Perry, Robin Rusty Meifer, Robin Walker, Spider, Tito, auch Herzchen, Herzchen. The Stanley Parable, Havoc Physics, ja. Galactic Cave.
So, und dann würde ich mal sagen, das war es jetzt hier von Stanley Parable. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt geworden ist und ob es auch jemals noch weitergeht. Ansonsten, schaut einfach selber. Vielleicht wollt ihr das Spiel, vielleicht, ja, fandet ihr das jetzt auf irgendeine Weise von der Aussage her gut oder wollt selber noch was rausfinden. Ach, wir müssen mal kurz hier im Hintergrund den Bürogeräuschen lauschen, dem Klicken, dem solchen Klicken, wie ich jetzt hier gerade gemacht habe. Also bis dahin, bis zu einem neuen Let's Play. Und jetzt, man sieht hier mein Freps-Ding, das ist ja ganz blöd. Mensch, sieht man das auch hier in der Aufnahme? Das ist ja blöd. Mensch. Ja, also dann bis zur nächsten Aufnahme. Auf Wiedersehen.